Hallo, da sind wir wieder. Was wir heute mal machen werden, ist, wir haben hier einen DF 102 aus dem Jahre 2002 mit der Chassis Nummer 1. Das ist quasi eines der ersten Rennautos, die offiziell auf der Strecke gefahren sind von Toyota. Ja, das Schätzchen hat schon ein paar Tage auf dem Buckel, somit müssen wir uns da auch mal dem Motor widmen. Das heißt, mal überprüfen das Ganze, mal Undichtigkeiten wegmachen und so. Jetzt fangen wir einfach mal an und bauen hier mal den Motor aus. So, hier sieht man den Grund, warum wir den auseinander machen müssen. Ja? Ein bisschen stark viel Inkontinenz. Das verteilt sich dann auf dem ganzen Boden so schön. Das müssen wir dann quasi im nächsten Video mal abdichten. Das sieht mir aus wie Kurbelwellensimmering und Wasserpumpe. So, jetzt ist der Boden ab. Jetzt packen wir uns mal das Getriebe hier. Getriebeöl rauslassen und dann ja, werden wir das hintere Stück abziehen. So, ja, wie man sieht, ab ist er. Jetzt fahren wir damit mal rüber in die Motorenabteilung und dann wird er da zerlegt. So, follow me. So, hier ist er. Das ist unsere Motorenabteilung. Hier mache ich also diese ganzen Motoren, Revisionen, zum Teil Neuaufbauten von, sag ich mal, Oldtimer-Motoren und. Jetzt werde ich anfangen, den zu zerlegen. Also das heißt, die ganzen Teile abmachen, wie die Kühler, wie die Auspuffverlagen, Hydraulikeinheit, also alles Anbaukomponenten. Werde ich jetzt abbauen, da braucht er nicht unbedingt dabei zu sein. Und ja, im nächsten Video sieht man dann, wo wir einen nackten Motor haben und der wird dann zerlegt. Guten Morgen erstmal. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar vor dem Cut, das heißt vor ein paar Tagen, war es ja so, dass wir hier den kompletten Motor stehen hatten, den wir frisch aus dem Auto ausgebaut haben, wie ihr sehen konntet. Jetzt habe ich den mal so weit zerlegt, sprich sämtliche Anbaukomponenten abgebaut. Die liegen da. Hier sieht man zum Beispiel die einzelnen Kühler davon. Das waren im Jahr 2002 noch für jede Seite jeweils ein Ölkühler, ein Wasserkühler. Andere Seite ein Ölkühler, ein Wasserkühler. Kurz zum Erläutern, die Evolution in einem Jahr kann man zum Beispiel hier mal schnell sehen, an dem Motor. Der hier ist von 2003. Ja, hier sieht man schon, wenn man ein bisschen zurückspult, waren ja 4 Kühler gesamt. Und hier bei dem, ein Jahr später, hat man nur noch 2. Sprich, auf der einen Seite ein Wasserkühler, auf der anderen Seite ein Ölkühler. Das heißt, man ist dann schon vom Material her wieder weniger Gewicht. Die Kühler sind zwar größer, aber trotzdem leichter wie 4. Und man sieht hier vorne so kleine Änderungen, aber da können wir vielleicht nachher drauf eingehen. Also es hat sich schon innerhalb von einem Jahr ziemlich viel getan in Sachen Kompaktheit und ja, auch fürs Auto die Aerodynamik zu verbessern, die Komponenten anders zu gestalten. Doch, nochmal zurück. Bisschen auf die Details. Auspuffverlagen zum Beispiel, ja, handelsüblich, sagt man im Tuningbereich, boah, geil, Edelstahl, Auspuffanlage, super cool. Hier haben wir zum Beispiel eine Auspuffanlage, Formel 1, Inconel. Hauchdünn, ja, man sieht es hier, zum Beispiel wirklich ganz, ganz dünn, aber extrem hitzebeständig und innerhalb von kürzester Zeit wieder abgekühlt. Das heißt, die kann rotglühend sein und ungefähr eine Minute später kannst du sie wieder anfassen. Das ist krasses Material. Natürlich dementsprechend teuer und aber auch recht schwer zu verarbeiten. Das sind halt die Auspuffanlage, damit keiner reinkriegt. Unser fast nacktes Motörchen, wo wir nachher noch ein paar Sachen abschrauben werden. Den mal aufhängen auf dem Motorbock, dass wir den drehen können. Weil der hat hier hinten das Problem, dass da hier an diesem Wellendichtring undicht ist. Man sieht auch hier die Ölspur, hier unten ist alles vollgesifft. Und den müssen wir ersetzen. So, Serienauto, gehst du hin, Schraubenzieher, pitchst den raus, machst den neuen rein, alles ist schön. Hier leider nicht, weil der ist erstmal mit einem Aluminium
Ring außen herum. Da drunter sitzt nochmal eine Abdichtung, ein sogenannter O-Ring. Und für da dran zu kommen, müssen wir das Unterteil des Motors komplett zerlegen. Für aber das Unterteil des Motors zu zerlegen, müssen wir hier vorne erstmal den Öltank, Trockensumschmierung, Öltank abbauen. Und darunter, ja, das sogenannte Frontcover, das muss ab, weil man sieht, das ist hier nicht geteilt. Das heißt, da muss runter. Dann sitzt der ganze Antrieb darunter, sprich Serienauto meistens Zahnriemen. Hier läuft das aufgrund der hohen Drehzahl über Zahnräder. Sieht man nachher, wenn es ab ist. Ja, so, schauen wir mal hier rein. Hier geht's los. Der Unterschied zum Serienfahrzeug. Also es gibt ja zum Beispiel beim Tuning-Bereich, es gibt sogenannte Ansaugbrücken, die sind lang und kurz. Die Tuning-Fans oder die Begeisterten kennen sich damit vielleicht ein bisschen aus. Das heißt, langer Ansaugweg, Drehmoment, kurzer Ansaugweg, Drehzahl. Hierbei haben wir das Ganze variabel. Das heißt, unterer Drehzahlbereich, langer Ansaugweg, oberer Drehzahlbereich, schneller Ansaugweg. So. Und das Ganze geht dann während der Fahrt immer im Millisekundenbereich, geht das hier rauf und runter. So, dann können wir mal von oben hier reingucken. Man kann also wirklich direkt bis auf die Ventile schauen. Und das ist echt total krass, weil dazwischen ist nur die sogenannte Gaswalze. Und das ist im Prinzip die Drosselklappe. Guck mal, siehst du das? Zu. Das heißt, so ist das in Anführungsstrichen Standgas. Ja, jetzt klemmt das dann mit meinem Finger hier. Moment, so. Und dann geht das so auf. Halbgas und so ist dann Vollgas. Also man sieht, es ist komplett offen bis unten rein. Und hier aus den Düsen kommt der Sprit. Und das ist dann quasi so eine Tasse, die da reingekippt wird. Und da kommt auch die Leistung her. Also das hier ist einer der ersten von Toyota. Von 2002. 10 Zylinder, wie man hier so schön durchzählen kann. 10 Zylinder mit ungefähr einer Leistung, also 3 Liter Hubraum hat er. Ungefähr eine Leistung von, das war zu der Zeit, glaube ich, wenn ich mich recht erinnern kann, so um die 900 PS. Ja, und eine Drehzahl von so, ich glaube 18.000. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher im Kopf. Kann ich recherchieren. So, diese 10 Zylinder, 3 Liter, wurden gebaut bis 2005. Ab 2006 kam ein 2,4 Liter 8-Zylinder, der aber dann in der Evolutionsstufe auch schon knappe 850, 900 PS je nachdem gehabt hat. So, und dieser wurde dann auch wieder weiterentwickelt, sodass die, ich glaube, Jahre 2010 oder so, 9, 10, da waren die auch schon wieder bei fast 1000 PS. Also das hat sich rapide weiterentwickelt. Was man da gemacht hat, man sagte damals im Reglement 2005, Kostengründe, muss günstiger werden das Ganze. Dann hat man also die 10-Zylinder-Motoren verboten und hat gesagt, man macht 8-Zylinder-Motoren. Um die Kosten so weit wie möglich runterzuhalten, hat man einfach in Anführungsstrichen 2 Zylinder weggeschnitten. Also von der Bauart her ist der genau so aufgebaut wie der 10-Zylinder, nur es fehlen halt 2. Das heißt, es konnte kürzer gemacht werden, der Block konnte kürzer gemacht werden, mit Kurbelwelle und. Die ganzen Komponenten für diese 2 Zylinder zu versorgen, fehlten halt. Beziehungsweise haben sie weggelassen. Und somit wird das Ganze auch dementsprechend günstiger. So, jetzt genug gequatscht. Jetzt fangen wir einfach mal an, das Ding hier auf den Bock zu hängen, dass wir den mal drehen können und anfangen, ein paar Sachen abzuschrauben. Das immer wieder. So, da du ja heute wieder fleißig am Filmen bist, habe ich zwischenzeitlich natürlich mal ein bisschen was getan und wie man sieht, ich habe das gute Ding ja schon mal so weit auseinandergenommen. Jetzt kann man hier natürlich schön sehen, hier vorne,
diesen ganzen Rädertrieb. Also am besten stellt die Kamera auf den Kopf, weil der Motor hängt auf dem Kopf. Das heißt, man sieht jetzt hier zum Beispiel diese ganzen Zahnräder, ausgehend von der Kurbelwelle, ne, mit den ganzen Übertragungen. Es fehlen auch hier noch zwei, das sind die Wasserpumpen, die liegen da vorne auf der Werkbank rum. Und hier sieht man mal, wie präzise das alles zusammengebaut ist. Es gibt zwar natürlich diverse Motorenhersteller, die es auch so haben, in der Art natürlich nicht ganz so fein aufgebaut. Und die meisten haben entweder hier eine Kette drüber laufen oder einen sogenannten Zahnriemen. Das Besondere hierbei ist halt, es sind kaum Spiele dazwischen. Das heißt, das Ganze ist so gut verarbeitet, dass die Zahnräder kaum sich untereinander bewegen. Also sprich, die Zahnflanken sich kaum, ja, wie sagt man, kaum Spiel dazwischen ist. Dabei haben wir hier dann wieder Kurbelwelle, wie man sieht. Winzig kleine Wangen, so nennt man diese Dinger hier, also die Gegengewichte quasi, weil ja, der Motor so eine hohe Drehzahl erreicht und alles, was sich unten bewegt, bremst natürlich Leistung. Deswegen hat man das so klein wie möglich gehalten. Wiederum Hightech-Material verbaut, zum Beispiel als Gegengewicht, was beim normalen PKW so ein riesen Stahlklotz ist hier ganz klein gehalten und es sind dann sogenannte Wolfram-Gewichte drin, also ziemlich hochwertiges Material, was von der Dichte her schwerer ist wie Blei. Dementsprechend teuer. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist alles zerlegt. Da drüben sieht man jede Menge Kram, den ich hier abgebaut habe. Hydraulik abgebaut mit Lichtmaschine und allem, was dazu gehört. Zündkerzen hatten wir rausgemacht mit den Zündkerzenleisten und allem drum dran. Das komplette Einspritzsystem abgebaut, damit ich überall dran komme. Das sind diese höhenverstellbaren Trompeten, also sprich Einlasskanäle verstellbar. Darunter sieht man die Mechanik, das musste alles raus. Das Fuel Rail, also die Einspritzdüsen, Leiste musste raus. Ja, der Öltank vorne musste ab, sieht man. Dann mit allen seinen Feinheiten. Dann die ganzen Ölpumpen, also für die Trockensumpfschmierung. Die mussten abgebaut werden und dann kam ich erstmal da dran, wo die Zahnräder drunter sitzen, also das Frontcover, Stirndeckel sagt man dazu auf Deutsch, klar, mit Ölpumpe. Die ganzen Gegenführungen, sage ich mal, von den Zahnrädern sind da drauf. So, dann ging es hier weiter. Kupplung runter machen, Wasserpumpen rausmachen und bis zum guten Schluss an den Sumpf kam, also sprich die Ölwanne. Aber man sieht, es ist keine Ölwanne in dem Sinne, sondern nur im Prinzip ja, das Motorunterteil, wo auch direkt die Kurbelwelle mit befestigt ist. Und das Ganze nur, um an diesen Ring dran zu kommen, der hier hinten drin sitzt und undicht war. Man sieht hier schon, der Zahn der Zeit hat halt genagt da dran. Der ist auseinandergefallen. Siehst du das? Mhm. Ja, ne? So. Hier haben wir den neuen. Kann man jetzt schön sauber aus. Und der halt brüchig, alt, wo sogar schon kleine Sachen rausgebrochen sind. Ne? Ja, und den machen wir da jetzt rein. Ne? Der kommt dann quasi wieder hier an die Stelle. Dorthin. Muss ich natürlich mehr Werkzeug machen, dass ich den wieder schön über diese Welle drüber schieben kann. Dann kommt der da rein und dann rückwärts. Alles wieder zusammen. Crankcase, also Ölwanne quasi drauf, Frontkauen drauf, Pumpen dran, Öltank, Einspritzventile, Einspritzsystem und alles wieder rückwärts. Ja, dann ist er wieder zusammen und wird, denke ich mal, nächste Woche wieder laufen. Wie ihr seht, ist der gute Motor jetzt wieder im Auto installiert. Was noch fehlt, ist das Getriebe. Das machen wir gleich dran. Was wir zuvor machen mussten, war natürlich erstmal, weil ich hatte hinten die ganzen Elektronik-Sachen ab, da musste das Ganze wieder auf Null gesetzt werden, sprich die Potentiometer mussten halt mit den mechanischen Bauteilen wieder, ja, wie sagt man dazu, auf Null gesetzt werden, angeglichen werden, eingestellt werden und. Das haben wir eben gemacht. Dann hatte ich ja die ganze Kupplungseinheit hier runter. Die mussten wir entlüften und die ganze Kupplung haben wir auch dann dementsprechend noch nachgestellt und neu eingestellt. Ja, und jetzt sind wir so weit, dass wir das Getriebe dran schieben können. Dann heizen wir den vor und dann wird er laufen gelassen. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I stand tall.
big toes, baby. You think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown skin, baby. I can see the summer on you. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't you, don't you, don't you? I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Also der 102er hat jetzt eben gelaufen, der ist fertig soweit, das heißt, der wird jetzt zusammengebaut, komplettiert und dann ist er wieder fertig fürs Fahren. In der Zwischenzeit habe ich natürlich hier ein bisschen weitergemacht und das ist einer von unseren 105er Motoren aus dem Jahr 2005. Hat im Prinzip das gleiche Problem, Altersschwäche, Dichtungen, Simmerringe, Gummiringe, alles mögliche. Ja, ist im Prinzip das nächste Opfer von mir, was ich jetzt präpariere, repariere, restauriere, wie man es auch nennt. Tja, dann sage ich jetzt mal, macht's gut, auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Kommentare, Anregungen, Fragen können wir gerne beantworten. Bis dann, ciao.